es ist halt auch irgendwie echt nervig, dass es in Flive nichts gibt, wo du wirklich Penya loswerden kannst, außer das Pet-System vielleicht. Was mittlerweile auch komplett unnötig geworden ist durch diese neuen NPCs. Aus dem Gildenhaus. Aber du bräuchtest halt irgendetwas, wo du einfach tonnenweise Penya reinpumpen kannst und das Penya irgendwie in irgendwas anderes umwandeln kannst. Das bräuchte man so am Ende vom FWC. Auch seelengebundene Items oder, logisch wäre es natürlich, wenn dann das, was auch immer da rauskommt, wo auch immer du es verbrennen kannst, dass dann irgendwas Seelengebundenes halt rauskommt oder so. Aber ich meine, das ist halt schon irgendwie ein dummes Konzept. Ich meine, was passiert hier auf dem Server? Du spielst 5 Monate lang mit tausenden Spielern. Wie viel Penya entsteht da? Ein paar Trillionen vielleicht oder so? Ich weiß es nicht, aber es muss schon sehr, sehr viel sein. Ich meine, allein ich habe wahrscheinlich 20 Milliarden erstellt oder so in diesen 5 Monaten oder mehr. Weiß ich nicht. Also es muss auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld sein. Sehr, sehr viel Penya. Ich meine, die logische Frage ist ja eigentlich dann am Ende vom Server, naja, ich meine, es wird alles gelöscht. Also so, keine Ahnung, also irgendwie muss man das ja dann irgendwie loswerden. So. Also es ist irgendwie... Also eigentlich wäre es geil, wenn sie halt einen NPC-Stand stellen würden für die letzte Woche vom FWC, wo dann irgendwie für Penya seelengebundene Power-Ups oder so zusätzlich nochmal kaufen kannst. Also so ähnlich wie im Cash-Shop. Vom Prinzip her, nur halt vielleicht mit ein bisschen mehr Items und vielleicht auch teurer. Aber dafür halt auch richtige Power-Ups zum Beispiel, also keine Low-Power-Ups, sondern die richtige Version. Dafür 10 oder 20 mal so teuer. Wo du dann halt sagen kannst, naja, ich habe jetzt 10 Milliarden Penya, die sind effektiv wertlos, aber ich kann mir zumindest noch 20 Upcut Stones und 10 Great E davon holen oder so. Oder irgendwie so, keine Ahnung halt. Und alles natürlich seelengebunden. Also das fehlt so ein bisschen. Also das Gefühl, dass es ihnen einfach scheißegal, dass es halt am Ende zu diesem Wirtschaftscrash kommt. Ich meine, es würde so oder so zu dem Crash kommen. Weil halt einfach normalerweise es halt nicht so ist, dass ein Server einfach beendet wird. Ich meine, ein Server endet nicht einfach. Aber es passiert halt trotzdem und das ist ihnen einfach scheißegal irgendwie. Und das ist schon ein bisschen nervig aus Spielersicht. Weil wenn man mit dem Pen ja trotzdem noch ein Stück weit irgendwo einen Wert verbinden kann, wie zum Beispiel du sagst, also nur random Beispiel, 10 Milliarden Penya sind 100 Upcut Stones. Und 100 Upcut Stones sind wie viel F-Coin? Und dann kannst du immer noch so einen Grundwert festlegen, wo man irgendwie zusammenkommt und wo man immer sagen kann, naja, es ist nicht ganz wertlos, das Penya, sondern es hat noch diesen Mindestwert sozusagen. Aber das kann man eben nicht, weil es so ein System nicht gibt und es ihnen halt leider egal ist. Echt schade. Ich meine, die meisten Leute würden da wahrscheinlich trotzdem kein Penya akzeptieren. Weil am Ende des Tages, wenn jetzt jemand 100 Milliarden dann für irgendwas zahlt und du musst es dann alles in Upcut Stones umwandeln, gefühlt, bringt jetzt natürlich auch nicht so viel, wenn du dann mit 500 Upcut Stones auf Broding switcht. Weil so viele Upcut Stones braucht dann irgendwie auch kein Mensch. Aber vom Prinzip her, glaube ich, versteht man schon, was ich meine. Klar, dass du jetzt nicht einfach nur tonnenweise, was weiß ich, eintauschen willst. Müsste natürlich schon eine gewisse Variation geben bei den Eintauschsachen. Verschiedene Items und halt ja, einen grundsätzlichen Anreiz. Ja eben, 10% Speedset für 15 bis 20 Euro. So zahlst du halt aber deutlich mehr. Deutlich mehr. Muss jetzt selber mal kurz gucken. Ist wirklich 5% bei den Speedsets? Ja, ist wirklich 5%. Ich meine, gut, du kriegst halt nicht nichts, wenn du es nicht ziehst, klar. Das ist halt der in Anführungszeichen Vorteil, weil du nicht leer ausgehen kannst. Also anders als jetzt in einem Casino oder so. Oder irgendwo. Du kriegst immer garantiert mindestens irgendwas. Dadurch ist es eigentlich mal nie ein Komplettverlust. Aber im Schnitt zahlst du trotzdem 14.000 F-Coin für ein 10% Speedset. Und ja, du hast dann noch 19 andere Sets. Aber es ist trotzdem absurd eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Also wenn du wirklich ein 10% Speedset willst und du willst es sofort haben, du willst es einfach direkt pullen, dann musst du theoretisch zweimal für 100 Euro aufladen. Und selbst dann hast du eigentlich keine Garantie, dass du es auch wirklich bekommst. Das ist eigentlich richtig brutal. Darüber wird viel zu wenig geredet.
Aber wie gesagt, die Community hat das irgendwie einfach akzeptiert. Jedes Speedset wird sofort instant gekauft von manchen Leuten. Sehe ich immer so, wenn ein neues Speedset kommt. Außer es sieht absolut scheiße aus. Dann ist es manchmal tatsächlich nicht so. Aber immer wenn ein neues Speedset kommt, siehst du sofort Leute damit rumlaufen, direkt am ersten Tag. Und es gibt immer direkt Leute, die einen kompletten Shop damit voll haben. AKA, sie haben literally 200 € ausgegeben, um Speedsets zu pullen. Und das ist halt wirklich krass. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass 10% der gesamten Einnahmen von Flive Universe nur auf die Speedsets runterzubrechen ist. Also halt no joke. Das ist schon ziemlich krass, eben weil sie so teuer sind. Und jedes 10% Speedset existiert so oft und hinter jedem 10% Speedset stecken hunderte €. Das ist schon nicht wenig Geld, was da geflossen sein muss. Über die 2,5 Jahre. Da ging einiges.